Das ist einfach Nostalgie. Ja, das ist bei mir auch ein Grund. Wobei nahezu jedem. Oh. Flife ist euer Crack? Ja, und? Aber, weißt du, was ich halt nicht verstehe? Wenn Leute, die ihre Zeit mit Videospielen in Anführungszeichen verschwenden und dann anderen Leuten sagen, wenn sie andere Videospiele spielen, verschwenden sie ihre Zeit. Ich meine, erstens mal, wer entscheidet, was ist Zeitverschwendung und was nicht? Muss ja jeder für sich entscheiden. Und ich habe schon oft Sachen in Flife gemacht und danach gesagt, Mann, war das eine Zeitverschwendung. Ist ja nicht mal so, dass ich das auch nicht jemals gesagt hätte. Hängt ja auch manchmal einfach davon ab, ob man zum Beispiel was droppt oder so. Oder manchmal weiß man erst im Nachhinein, dass das, was man gerade gemacht hat, irgendwie nicht worth war und so. Das weiß man ja nicht immer vorher. Ich meine, wenn man es vorher wüsste, würde man niemals irgendwas machen, was Zeitverschwendung ist. Aber es geht ja einfach nur darum, du zockst den ganzen Tag Videospiele und sagst, dieses Videospiel ist keine Zeitverschwendung und dieses Videospiel ist Zeitverschwendung. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil wenn deine Meinung ist, Videospiel XY ist Zeitverschwendung, dann ist jedes Videospiel Zeitverschwendung, weil du da einfach nichts Produktives machst und zockst einfach nur und ja, ist halt einfach ein Hobby, ist halt einfach Freizeit. Also ich meine, du kannst eigentlich nicht sagen, ein Videospiel ist Zeitverschwendung und ein anderes ist keine Zeitverschwendung. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. 0,0. Einfach nur heuchlerisches Getue. Ups. Ich bin WoW-Spieler, habe für die MMO angespielt, die meist direkt immer die Lust verloren. Das war vielleicht das einzige MMO, das mich wirklich halten konnte. Für eine Gameplay-Weiß ist Flife weitaus besser als viele andere Games. Gameplay, du meinst Mobs anklicken und warten bis tot? Er meint mit Gameplay wohl einfach alles, was dazugehört. Sakuri. Du dreckiger Hater. Ich meine, das Progression-System in Flife ist schon ziemlich gut. Das ist ja das, was die Leute auch so lange dabei hält. Mit den Leveln, Equipment aufbauen, verbessern und so weiter. Wie gesagt, also ich meine, ganz ehrlich, heutzutage, also wenn du jetzt wirklich ein 100% ernsthafter Flife-Hater bist, so wie Stephen F. im YouTube-Chat gerade, musst du dir nicht langsam eigentlich ziemlich blöd vorkommen? Weil du hatest es wahrscheinlich schon seit 10 oder mehr Jahren, seit du gequittet hast. Und das ist wahrscheinlich schon mehr als 10, bei manchen Leuten vielleicht sogar fast 20 Jahre her. Und du hatest es, hatest jeden, den du spielst, gehst in Streams und beleidigst Leute, beziehungsweise sagst ihnen, was auch immer sie da gerade machen, ist komplett dämlich und Zeitverschwendung. Und das machst du seit 10 bis 20 Jahren. Ich meine, irgendwann müsste ja mal der Punkt kommen, wo du dir selber wie ein absoluter Vollidiot vorkommst, weil die meisten Games es gar nicht schaffen, so lange online zu bleiben. Aufgrund von mangelnder Playerbase, mangelndem Interesse, mangelnden Spielern. Und dieses Spiel ist aber noch online. Nach all den Jahren. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich meine, wenn keiner spielen würde, wären wir nicht hier. Also müsstest du dir irgendwann wahrscheinlich als Hater auch ein bisschen dumm vorkommen, wenn du etwas so lange hatest und es aber einfach nicht weggeht. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger der Beweis, dass du als Hater eigentlich falsch liegst. Bis zu einem gewissen Grad. Also ich meine, sagt ja keiner, dass das Spiel perfekt ist, wie gesagt. Sagt keiner, dass das Spiel das beste Spiel aller Zeiten ist. Sagt keiner, dass das Spiel besser als irgendwas anderes ist. Im Gegenteil, wie gesagt, wir Trash-Talken es ja selber jeden Tag in gewissen Aspekten. Aber ja, keine Ahnung. Also ich meine, ein Spiel, das so lange online bleibt, kann ja irgendwie gar nicht so viel falsch machen.
Wie gesagt, Unterschied ist jetzt, wenn es wirklich so ein Game ist, das irgendwie existiert, obwohl es nur 5 Spieler hat und trotzdem bleibt es irgendwie online, obwohl es überhaupt kein Geld einnimmt und so. Solche Fälle gibt es auch, aber das ist jetzt hier in Flive nicht so. Ich meine, das sind dann meistens Spiele, die irgendjemand aus seinem Bett, aus seinem Schlafzimmer hostet, privat, und da jeden Monat 500 € verbrennt oder so, für die Serverkosten oder whatever. Einfach aus Leidenschaft. Aber bei richtigen, sag ich mal, Unternehmen, die auch Angestellte bezahlen müssen und whatever, ich meine, wenn die keine Kohle mehr machen, geht das Game dann in aller Regel auch wirklich offline und ist dann auch wirklich weg. Also solange es noch da ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass es noch immer so viel Geld erwirtschaftet, dass es eben nicht offline geht. Und das heißt, dass immer noch sehr viele Leute Interesse daran haben, es jeden Tag spielen. Und wie gesagt, ein Spiel, das sich so lange hält, muss bis zu einem gewissen Grad irgendwas total richtig machen oder irgendwo so gut sein, dass es das geschafft hat. Mein bestes Beispiel, gestern haben wir über Blue Protocol geredet. Ein Spiel, was angeblich... Na gut, okay, das wird über jedes zweite Spiel behauptet, aber ein Spiel, das so absolut einschlagen sollte wie eine absolute Bombe. Quasi Genshin Impact als MMORPG so ungefähr. Und was ist passiert? Es ist nach einem Jahr offline gegangen. Oder so. Es war einfach Hundescheiße. Und dabei wurde es gehypt bis zum geht nicht mehr. Gab wahrscheinlich Leute, die haben sich schon das Game-Logo tätowieren lassen. Und ein Jahr später ist es einfach offline. Und da könntest du wahrscheinlich sagen, irgendjemand, der es gespielt hat, würde wahrscheinlich sagen, das Spiel ist 1000-mal besser als Flive, macht alles richtig und so, ist super geil und er versteht nicht, wie es offline sein kann. Ja. I mean... I don't know. Offensichtlich hat es nicht so viel richtig gemacht. Offensichtlich war es kein so gutes Spiel, sonst wäre es nicht offline gegangen. Und auf der anderen Seite halt stehen halt Games, die machen vielleicht vieles falsch. Ja. Aber sie sind immer noch hier. Also machen sie anscheinend genug richtig, dass es reicht, um Jahrzehnte zu überleben. Und das auch mit Profit. Also eben nicht jemand, der aus seinem Schlafzimmer jeden Monat so und so viel Geld verbrennt, um die Server online zu halten, aus Leidenschaft, weil er nicht akzeptieren will, dass es vorbei ist oder so. Das ist schon ein bisschen anderes Szenario. Und wie gesagt, niemand hat jemals behauptet, dass Flive perfekt ist oder dass das Spiel besser ist als... Ich meine, als Spaß sagt man es halt schon, aber